So, hallo zusammen. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid, dass ihr wieder eingeschaltet habt oder zum ersten Mal ein Video von mir anguckt und das jetzt hier gefunden habt. Mein Name ist Lissy Sokkac, ich bin Saxophonistin und Saxophonlehrerin und heute habe ich relativ kurzfristig was für euch zusammengestellt, und zwar die 5 häufigsten Fehler beim Saxophonlernen. In meiner langjährigen Unterrichtspraxis stelle ich doch immer wieder fest, dass es Dinge gibt, die sich so von Schüler zu Schüler oder Schülerin wiederholen. Teilweise sind Sachen dabei, die ich selber jahrelang falsch gemacht habe oder nicht gemacht habe. Bin sehr gespannt. Vielleicht sind es Dinge, die euch auch bekannt vorkommen oder wo ihr sagt, oh, da fühle ich mich jetzt ertappt. Es ist ja nicht schlimm, wenn man Fehler macht. Fehler gehören dazu, wenn man Dinge lernt. Fehler zeigen ja auch, dass man überhaupt was tut. Ja, lasst uns gleich loslegen. Es geht los mit der ersten Sache, die schiefgehen kann, und zwar direkt beim Aufbau des Saxophons. Und zwar, wenn ihr das Saxophon zusammenbaut und es so macht, dass ihr schon den S-Bogen auf dem Saxophonkorpus drauf habt und das Mundstück zusammengebaut habt und das Mundstück dann auf das Saxophon steckt, dann gibt es da direkt mehrere Dinge, die zu beachten sind. Punkt 1, was ich super häufig feststelle, ich muss gar nicht hingucken, meistens höre ich das im Unterricht, wenn es so macht, ist jetzt bei mir nicht so, aber wenn der Kork nicht gefettet ist. Erstens ist das total ungünstig, weil wenn ihr das vorher schon zusammengebaut habt, verrutscht hier gerne alles wieder. Zweitens dauert es natürlich lange, das da drauf zu kriegen, und vielleicht geht der gar nicht richtig drauf hier, also das Mundstück geht gar nicht richtig drauf, und dann seid ihr einfach insgesamt zu tief, weil es nicht weit genug drauf ist von der Intonation her. Aber vor allem, was passieren kann, wenn das hier nicht genug gefettet ist, ist, dass ihr so einen Kampf habt, das da drauf zu kriegen. Also meins ist jetzt schon relativ gut gefettet, ne? Deswegen geht das bei mir auch so. Wenn das nicht der Fall ist, kann es sein, dass ihr mit Gewalt das drauf dreht und dabei auch eventuell ein bisschen den S-Bogen nach unten drückt. Darauf hat mich vor vielen Jahren mal ein Lehrer aufmerksam gemacht. Bei mir war das zwar noch nie so, dass ich mir dadurch den S-Bogen verbogen habe, aber achtet da mal drauf. Wenn das nicht gefettet ist, kann das eben passieren, ne? Dass ihr das dann runterdrückt, und je nachdem, was ihr für ein Saxophon spielt, wie das Material ist, neigt dann der S-Bogen dazu, eben runtergezogen zu werden, und dann habt ihr hier einfach euer Saxophon im Worst Case verbogen. Ja, damit das nicht passiert, kann man natürlich auch das Mundstück zuerst auf den S-Bogen draufstecken und dann den S-Bogen in das Saxophon reinstecken. Dann habt ihr das Problem zumindest schon mal nicht. Nichtsdestotrotz, auch hier ist es natürlich sinnvoll, dass der Korken gefettet ist. Sonst habt ihr ja den gleichen Kampf, was auch immer, hier bei dieser Aktion, ne? Also fetten. Ich mache das eigentlich fast jedes Mal, obwohl mein Korken mittlerweile schon eigentlich recht eingedrückt ist. Ich habe das mal so teilüberholen lassen, da wurde mir ein neuer Kork drauf gemacht, der war so dick. Da habe ich mir das dann einfach angewöhnt, das jedes Mal zu machen. Zack, Mundstück drauf. So, Punkt 2, eigentlich Punkt 1b ist, wenn ihr das Saxophon zusammenbaut, dass ihr hier vielleicht schon ein bisschen das nicht ordentlich macht, beim S-Bogen reinstecken. So, und jetzt kann es vorkommen, dass ihr spielt und denkt, was ist denn da los? Da kommen die Töne gar nicht richtig raus. So. Ich will ein tiefes G spielen und es überbläst. Das liegt oft daran, dass das hier nicht ordentlich zusammengesteckt wird. Ich zeige das mal. Seht ihr das? Das hier muss unbedingt eine Linie sein. Dieses Teil und dieser Pin. So, und dann dreht ihr das fest und dann funktioniert auch die Oktavmechanik einwandfrei. Okay, also das schon mal beim Aufbau.
einer der häufigsten Fehler. Ja, Punkt 2. Ich zeige euch mal, wie es aussieht, wenn ich eine kleine Passage spiele. Das ist jetzt einfach mal Chromatik. Wahrscheinlich hat man das jetzt gar nicht gesehen. Ich weiß nicht. Ehrlich gesagt, Leute, ich brauche eine neue Kamera, denn ich sehe mich die ganze Zeit nicht beim Filmen. Ich brauche mal ein Display, wo ich mich auch mal sehe. Also, das ist mein Wunsch für dieses Jahr. Jetzt zeige ich es euch nochmal. Ich stelle mich mal auf Zehenspitzen. Achtet mal auf meine Finger. Vielleicht zumindest mal auf meine linke Hand. Wie nah ich hier mit den Fingern am Saxophon bin, wenn ich eine Passage spiele. Das ist total wichtig, dass ihr die Finger nah am Saxophon lasst. Was man ganz oft bei Schülern sieht, ist folgendes Bild. Überprüft das mal bitte vorm Spiegel, ob ihr dazugehört. Ich übertreibe wahrscheinlich maßlos, aber checkt das wirklich mal. Ist eure linke Hand und auch die rechte Hand wirklich nah an den Klappen, wenn ihr spielt? Oder hebt ihr die Finger, und das ist halt eben so das, was ganz oft passiert, hebt ihr die Finger viel zu weit weg von den Klappen. Ist total unnötig, dann ist einfach der Weg sehr lang und ihr spielt unpräzise. Es kann auch sein, dass es dann hier oder dort bei Übergängen überbläst. Deswegen ein ganz wichtiger Punkt Nummer 2. Ja, der dritte Punkt für heute, da geht es ums Thema Ansatz. Da habe ich in einem vorherigen Video schon mal was zu gesagt. Das verlinke ich euch jetzt gerade mal hier oben. Und zwar geht es darum, der Ansatz kann in zweierlei Hinsicht problematisch oder falsch sein. Und zwar Punkt 1, ihr habt zu viel oder zu wenig Mundstück im Mund. Immer mal wieder checken. Meistens ist es zu viel, wenn es schrecklich klingt. Dann macht ihr meistens Ne, also viel zu viel Mundstück im Mund. So. Das ist eher so ein ziemlicher Anfängerfehler. Wenn ihr schon länger spielt, dann geht es um eine andere Sache. Wenn ihr eine gute Position habt, nicht zu viel Mundstück, nicht zu wenig Mundstück im Mund habt, kann es trotzdem passieren, dass ihr zu fest beißt. Natürlich gibt es auch den Fall, dass man zu locker ist, ne? Ich alles hier locker lasse. Meistens auch, wenn der Ansatz noch gar nicht richtig ausgebildet ist, auch nicht gut. Aber den meisten passiert es doch, gerade wenn ihr schon ambitioniert seid und viel übt, Etüden übt, Technik übt, dass man anfängt, hier unten feste zu beißen und eigentlich all das, was die Muskeln machen sollen, dem Kiefer überlässt. Da bekenne ich mich schuldig, das war super viele Jahre mein Fehler und ist auch unter klassischen Saxophonisten übrigens viel weiter verbreitet als unter Jazz-Saxophonisten. Achtet da mal drauf. Ansatz hier. Nicht hier gegenpressen und zubeißen. Von oben und von unten, ne? Also nicht. Sondern locker und die Muskeln umschließen das. Also einfach diese Ansatzsache. Dazu gäbe es sehr viel mehr zu sagen, als jetzt hier in diesen paar Minuten. Vielleicht machen wir auch nochmal ein ausführliches Video dazu, aber das ist so Punkt 3 der Fehler. Ja, Punkt 4. Das ist alte und kaputte Blätter spielen. Total unnötig, denn klar, man will vielleicht nicht immer so viel Geld ausgeben für eine neue Box Blätter, sehe ich ein, ging mir auch jahrelang so, aber wenn die Blätter echt kaputt sind, ne? Also ich habe manchmal Leute im Unterricht, es quietscht, es hört sich schlimm an, wir probieren alles Mögliche, ne? Wenn ich manchmal so denke, es liegt daran oder daran, ne? Man probiert ja so als Lehrer von außen an alles Mögliche. Bis ich dann feststelle, okay, krass, das Blatt ist ja einfach total im Eimer, warum sagst du das nicht direkt? Also, es ist so,
wenn das Blatt einen Riss, ja genau, oft kommt dann so, ach so, das hat doch hier nur so einen kleinen Riss oder ach so, ja, da ist doch nur so eine kleine Ecke ab. Ja, manchmal hat man Glück und es fällt nicht direkt auf, aber wenn das Blatt kaputt ist, schmeißt das Blatt weg. Genau das gleiche, wenn das Blatt super durchgespielt ist. Also wenn ihr das schon wirklich Monate rauf und runter spielt. Kann sein, es ist erstmal ein super Blatt, kann sein, es wird auch immer gefühlt immer besser und ihr kommt immer besser klar, es spricht immer besser an. Aber irgendwann ist der Punkt, da ist das Blatt drüber, da ist es durchgespielt, das ist quasi totgespielt, ja. Das merkt man daran, wie gesagt, dass es erstmal immer leichter anspricht. Aber irgendwann bietet es ganz wenig Widerstand. Vielleicht überblast ihr auch die Töne, es hört sich dünn an und es hört sich so ein bisschen scheppernd an. Wenn ihr dann überlegt, okay, dieses Blatt habe ich jetzt schon ein Jahr drauf oder so, dann zeige ich euch jetzt, was ihr macht. Ihr tut das Blatt einfach in den Müll. Okay? Weg damit, frischer Start mit einem neuen, guten Blatt. Okay, unser letzter Punkt für heute. Ein wieder sehr wichtiger Punkt. Punkt Nummer 5. Und das ist folgender Fehler. Ihr putzt das Saxophon nicht. Das ist einfach nur Wirklich, versteht mich nicht falsch. Ich hoffe, ich trete niemandem auf die Füße. Sicherlich kann das mal passieren. Man ist in Eile oder man stellt das Saxophon in den Saxophonständer, hat gespielt und denkt sich so, ja, das putze ich später. Das kenne ich auch. Und am nächsten Tag denkt man so, oh, habe ich doch nicht mehr gespielt, habe ich doch nicht geputzt. Naja, aber grundsätzlich nach jedem Spielen, also zumindest am Ende des Tages, ne, wenn ihr mehrere Übesets habt, müsst ihr nicht wie wild immer alles total krass putzen, wenn ihr nur eine Stunde oder so Pause dazwischen macht. Aber grundsätzlich echt nach jedem Spielen putzen. Es ist keine große Sache. Es ist sowas wie Zähneputzen. Das gehört einfach dazu und ich dachte mir, ich mache das jetzt einfach mal hier in Echtzeit und zeige euch das einfach nur, was ich mache und wie schnell das geht. Wir können ja die Zeit mal stoppen. Es dauert wirklich nicht lange. Zack, Essbogen raus. Dann mache ich das Mundstück ab. Ich putze den Essbogen. Zack, einmal durch. Hier kann gar nicht so viel schief gehen. Der Essbogen ist an sich ziemlich unempfindlich. Aber fürs Saxophon-Hauptteil sozusagen, für den Korpus, ist das Putzen extrem wichtig. So, ihr seht, ich fädel das hier mal eben schnell ein. Ist für mich die schnellste Alternative. Man kann es auch andersrum machen. Da gehen die Meinungen auseinander. So, sicherlich beides hat Vor- und Nachteile, aber seht ihr, wie schnell das ging? Die meiste Feuchtigkeit ist jetzt raus. Und weil ich immer so auf Nummer extra sauber und sicher und trocken gehe, habe ich hier von den Palm Keys die kleinen Polster gerne auch super trocken. Das ist jetzt nur so ein kleiner Bonus. Das könnten wir uns schenken. Dann wären wir noch schneller fertig. So, schaut mal. Ich gehe hier meistens noch einmal ein bisschen rein. Wenn ich viel gespielt habe, ist es hier oben extrem feucht. Ne, dann geht man einfach mit einem kleinen Tuch oder Läppchen da rein. Man kann auch mit einem so Filterpapier oder irgendwas dazwischen gehen. Diese Polster hier oben, die freuen sich wirklich sehr, denn das sind immer die ersten, die kaputt gehen, die alt sind, die siffig werden. Wenn ich die schön trocken halte, dann habe ich echt sehr lange was von dem Saxophon, ohne dass ich es ständig zur Werkstatt bringen muss. Ich habe wirklich meine Polster echt hier, die sind, also gerade die hier von den tiefen Klappen, die sind super alt und sind in einem perfekten Zustand, einfach weil ich es immer putze. So, das war das. Jetzt haben wir ein bisschen getrödelt, aber das hier, das Mundstück, ich mache das Blättchen einfach trocken, dann packe ich es ein. Und durch das Mundstück wische ich einmal hier ganz, ne, also da gibt es irgendwie kein spezielles Tool für. Da nehme ich einfach so ein Baumwolltuch, zack, einmal durch, fertig. Das hat sich. So, das war's. Ihr seht, wie schnell das ging. Das ist keine große Sache, aber es bringt so viel. Denn es ist einfach trocken. Das ist gut für die Polster, ne, dass die nicht dann in ihrer Feuchtigkeit da so vor sich hin gammeln. Und ja,
Es gehört dazu, es entstehen keine blöden Gerüche und es bleibt einfach schön sauber und gut erhalten. Und ich finde, irgendwie ist man das doch seinem Saxophon auch schuldig, oder? So, das war's für heute mit diesem Video der 5 häufigsten Fehler. Sicherlich gibt es auch noch andere Fehler, aber das waren, glaube ich, so die Sachen, die ich euch heute einfach zumindest mal mitgeben wollte. Es wäre sehr schön, wenn ihr das Video liked oder kommentiert. Über eure Kommentare freue ich mich eigentlich so am meisten. Das ist immer schön zu hören, wenn es irgendwo ankommt oder auch wenn ihr Anregungen oder Fragen habt. Lasst gerne alles da und ja, wir schauen mal, was dieses Jahr so bringt. Bleibt dran und ich sage mal bis bald. Tschüss!